Wahnsinn, oder? Ich hab da mal was vorbereitet. Halleluja. Aber auch nur ein bisschen, ne? Das war krass. Raffs Barbecue. Special Oktoberfest Plate. Viel Spaß, guten Hunger, Raff. Ich auch. Bis dahin. Damit herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal bei Big M und einer neuen Folge, unsere zweite Folge im Rahmen unserer Oktoberfestreihe, denn wie ihr wisst, die Wiesn sind natürlich jetzt mitten im Gange. Wir waren im Haxengrill, wir waren schon in München, haben dort die erste Challenge abgedreht, natürlich mit dem Big M Lifetime Pass. Wie das Ganze ausgegangen ist, könnt ihr im Nachhinein natürlich schon mal schauen, aber heute sind wir nicht in München, heute sind wir nicht in Düsseldorf, sondern wir sind wieder nach Köln gereist zu Raffs Barbecue und ich dachte mir, vielleicht könnte man ja mal, weil ihr natürlich auch die Barbecue-Platten feiert, genauso wie ich, Oktoberfest und Barbecue kombinieren. Und da hat Raff gesagt, pass auf, mein Junge, das bekommen wir hin. Das heißt, es wird heute gemäß dem Motto mal wieder Big Viral Food Kitchen eine XXL Bavarian Special Oktoberfest Barbecue-Platte im Raff-Style geben. Ich freue mich mega drauf, habe jetzt schon Hunger und ich glaube, ganz gemäß dem Motto, oh Zapfdes, such mir den Großen auf und schau mal, was das Ganze heute so wird. Raff, ich sehe, Platte ist da, Waage ist da, Essen ist schon da. Was machen wir alles? Ja, ich zeig's dir jetzt einfach mal, würde ich sagen. Ne? Leg los. Damit die Platte natürlich auch direkt gegessen wird, habe ich den Jungen natürlich schon hierher geholt. Der schaut hier schon drauf. Pack es drauf, also es nimmt aus dem Topf schon raus. So Käsespätzle, guck mal hier einfach mal so in die Ecke rein da, ne? Der Wahnsinn. Dann brauchen wir natürlich Kartoffelsalat. So, den mache ich einfach mal hier hin. Bist du eigentlich Kartoffelsalat-Fan? Ich liebe das. Ja, ich tatsächlich gar nicht. Da kannst du dich darauf, ich gehe auf die Spätzle. Finde ich super. Guck mal hier, dann haben wir hier Krautsalat, also unseren Coleslaw da natürlich. Den liebe ich bei dir, den können wir uns teilen. Barbecue-Platte, die wir so in der Mischung machen. Zack. So, und hier haben wir dann ein paar Barbecue-Fritten mit einem Paprika-Pastrami-Gewürz dran. Das ist schon mal unsere Basis für unten. Er hat mich übrigens letztens gewarnt, das sind nicht Skinny Fries. Skin-on. Sondern Skin-on-Fries. Boden ist belegt? Boden ist belegt. Wo ziehen wir jetzt die Grenze? Ich würde einfach mal sagen, quer durch mit ein paar Brezen. Aber die wollen wir auch nicht pur essen. Dazu habe ich vorbereitet Oberster. Habe ich noch nie gegessen, glaube ich. Ne? Also super geil. Ich habe noch normalen Senf und ich stelle das einfach mit hier rein und auch noch süßen Senf. Und dazu habe ich dann auch noch mal Weinmusterradi, habe ich gehört. Den lege ich einfach mal so an die Seite dran. 8 schöne Weißwürste hier auf dem Kartoffelsalat. Dann gehen wir weiter auf die Pommes. Da kommt die rheinische Barbecue-Seite. 4 unserer Smoky Bratwürste, geräucherte Bratwürste mit natürlich Raffs Barbecue Currywurstsoße drüber. Hört ihr das? So. Haxen ist das, was ich kann. Schön krosses Schwein. Guckt euch das mal an. Aber auch Hähnchen darf für den Sebastian nicht fehlen. Garlic Barbecue Roasted Chicken kommt hier dran. So als Brathähnchen. Dazu haben wir hier eine Knoblauch-Paprika-Butter noch gemacht. Einfach so ein bisschen oben drüber geben. Leberkäse ist natürlich auch ein Muss. Hier mit einer Chipotle Barbecue Soße. Ein bisschen schärfer, kommt auch richtig geil. Schönes Sauerkraut habe ich hier noch. Das habe ich eben tatsächlich vergessen. Ne, kann ja passieren. Wir haben ja nicht so viel auf der Platte drauf. Also dann zum krönenden Abschluss geräucherter Schweinsbraten in einer Apfel-Zwiebel-Bratensoße. Schaut euch das mal an, ey. Wahnsinn, oder? So, und was wiegt die Platte jetzt? So, 11,357 Kilogramm. Hater würden sagen, die Schüsseln hier drauf wiegen 5 Kilo. Ich muss sagen, es sieht wahnsinnig aus. Wir haben gerade gemessen, knappe 11,5, fast 12 Kilo. Ne, ich habe es auch vielleicht unten ein bisschen was mit Käsespätzle übertrieben, aber an sich finde ich es eine sehr, sehr geile Sache. Du hast nicht übertrieben. Finde ich auch nicht. Ist nicht übertrieben, Leute. Für 2 Personen, ne? Die 8-Personen-Platte ist wahrscheinlich hier der Kindergarten jetzt dafür. Aber weißt du was, bevor es zu kalt wird, lass uns reingehen. Legen wir los. Das Ganze genießen. Oktoberfest-Style, Barbecue, let's go. Ich habe da mal was vorbereitet. Halleluja. Aber auch nur ein bisschen, ne? Aber es riecht wirklich nach diesem Oktoberfest, ne? Weil Ja, diese Würstchen, das Hähnchen, Leberkäse, oh, es riecht wirklich. Also Leute, ihr könnt ja gerne jetzt schon mal, bevor wir anfangen, in die Kommentare schreiben. Ich finde, es sieht einfach nur wahnsinnig aus. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf. Ich würde sagen, also du hast mir gesagt, du warst ja im Haxenhaus und ich finde, bei einer Haxe ist die Haut immer das Wichtigste. Oh ja. Und das ist so mein Spezialgebiet, deswegen für alle, die... Hörst du das? Ja. Deswegen als allererstes das Stückchen Haut, das Wichtigste. Willst du wieder... Nee, diesmal nicht.
knuspern, ne? Graf, was hältst du davon, wenn wir reingehen? Legen wir los. Auf geht's in die legendäre Grafs Barbecue Special Oktoberfest Plate Challenge. Was auch immer. Ich glaube, es wird ein geiles Erlebnis. Ich wünsche uns allen viel Spaß, guten Hunger, Graf. Ich auch. Bis dahin. Ich starte mal mit so einer Weißwurst. Ja. Da habe ich auch direkt Gesprächsstoff. Zuchzelst du die? Oh, die musst du hasse das. füllen. Ich habe, glaube ich, noch nie Weißwurst probiert. Ne? Echt? Ich meine es wirklich Ehrlich? ernst. Wirklich. Ich ziehe die immer ab. Die werden mich dafür steinigen, aber ich hasse das, dieses Zuchzeln. Ich werde gleich beides mal probieren. Ja? Willst du mal hier so Ja. eine halbe haben? Süßer Senf. Süßer Senf. Boah, schaut mal hier, Leute. Richtig Steht schön. Ne? total drauf, ne? Richtig geil, ne? Wie es runterläuft da. Süßer Senf. Also Weißwurstsalat oder so, ne? Oh, die schmeckt aber gut. Ja, ich weiß. Was ist das jetzt? Ein Radi. Kenn ich Auch auch nicht. typisch einfach ein Rettich. Ein Salz zuerst mal, bis er weint, also das Saft lässt und dann kommt da Bier drüber. Okay. Das Rettich ist einfach ist, so als Snack, den isst du zu einer Brotzeit eigentlich. Isst du den. ich wollte gerade sagen, weil Rettich ist eigentlich gar nicht so mein Fall. Ne? Bin ich mal gespannt. Ist nicht so meins tatsächlich. Ja? Ich mag diese Schärfe da und so. Ich meine hier Currywurst, ne? Halbe Smoky Bratwurst oder was hier? Würde ich auch mal sagen. Ich meine, gut, das kennst du ja schon Gut, die fast, kenne ich ne? von dir, ne? Hast Ja. du wahrscheinlich eine Special Currysoße gemacht, ne? Ist unsere eigene, die haben wir auch im Verkauf. Die ist geil, ne? Smoky Bratwurst, richtig geil, ne? Ja, da bin ich auch richtig stolz drauf. Diese Currywurstsoße, ey, das ist zum Hinknien. Ne? Gerade für mich mein Lieblingsessen. Ich habe meinen Abschluss bei Redo, ne? Eine XXL Currywurst. Ich bin ja auch so ein Schweinereien-Typ. Hier einfach mal so krosse Schweinehaut mit Oberst da. Ist Oberzahn nicht eher sowas, was man mit Brezeln nimmt? Ja. Ja, ne? Genau. Dann nehme ich Aber- mir mal so eine Brezel. Das ist ein Gamechanger. Ja, die Haxe ist geil, sag ich dir jetzt schon. Also ich habe wirklich jetzt im Haxengrill in München das getestet, ne? Aber es war schon geil, ne? Aber die schmeckt wirklich gut bei Ja. dir, sag ich dir echt. Dann gehen wir ins Oberst da rein. Womit ist das? Also kannst du das sagen? Weil Das ist, ja, klar, hat mir vorher auch nicht so viel gesagt. Brie hast du, ne? Da hast du halt mit Bier, Paprika etc. pp. Da machst du so eine Masse draus quasi, so eine würzige Käsepaste ist das Ja. quasi, kannst du sagen, wie so ein Käseaufstrich. Ah, sozusagen. Käseaufstrich. Also sehr, sehr geil. Also deswegen auch passend halt zur Brotzeit und ich sag mal Genau. halt zur blauen Genau. Brezel, große Wiesenbrezel, ne? Du da Thema auch seid. So. Wow. Gut, ne? Aber man schmeckt es natürlich auch direkt, dass es mächtig ist, ne? Halleluja. Das kann ordentlich was, ja. Aber ich feiere das, ne? Haben wir eigentlich damit alles? Nee, wir müssen noch Leberkäse. Leberkäse, Schweinsbraten. Willst du Schweinsbraten Ja? auch mal? Ich nehme einen, du einen. Komm, wir essen einfach mal einen ganzen, sonst wären wir hier nie fertig. Mit einer schönen Und Zwiebel, stresst Apfel, ja Barbecue-Soße. Ne? Boah, süßlich, rauchig. Geil, ne? Das ist beides. Wie Weihnachten und Neujahr zusammen. Ich nehme jetzt einfach mal so ein paar Käsespätzle dazu. Ein bisschen Soße. Ist das das Erste, was mich jetzt so krass mehr an Barbecue erinnert, als jetzt der Oktoberfest Ja. selbst, ne? Ja, wir haben auch noch nicht das Hähnchen und auch noch nicht den Leberkäse probiert bisher. Aber geil. Leberkäse, ne? Willst du eine Hälfte haben oder sollen wir uns Geil. ganzen? Boah, Leute, schau mal hier. Richtig, richtig schön. Wieder Leberkäse. Meinst du mit Soße, ohne Soße? Oder Erstmal ohne. Ja? Und danach scheiden sich ja auch die Geister, süßer Senf oder normaler Ich bin Senf. normalerweise eigentlich gar kein Senf-Fan, muss ich ehrlich sagen. Echt? Auch wenn Düsseldorf natürlich dafür bekannt ist mit Löwensenf. Aber boah, Gut, ne? halt im Semmel, ne? Wie man es auch so klassisch kennt. Ne? Ja, ich liebe Senf. Ne? So Bratwurst mit Senf ist auch so eins der Dinger, ne? Da kann ich mich reinsetzen. Boah. Ist nicht so meins, merke ich. Ja? Senf, ich bin einfach nicht so der Senf-Fan. Also wenn du Rettich nicht magst, ist Senf dann auch nicht so weit Nee, weg, genau, ne? das meine ich ja. Ist nicht mein Geschmack, also hundertprozentig. Ne? Da gibt es nämlich viele andere Sachen. Damit haben wir von den Fleischsachen fast alles durch, bis auf Das Chicken, das ja? Chicken. Sollen wir Ja. uns da einfach nicht eine Keule hier daneben? Dann nehmen wir hier eine Keule und stoßen mal hier, kreuzen mal die Keulen. Das kleinste von allem heute, Ja. glaube ich, noch. Boah, heiß. Aber geil. Ich habe in 2 Bissen einfach, da kannst du den weg und nur noch den Knochen drauf, weil es so abgefallen ist. Gut, ne? Geil. Raff, ich sehe hier unten, lass uns mal da reingehen. Coleslaw. Coleslaw. Ja, die kennst ja schon, ne? Ja, der ist von dir, ne? Genau, das Ah, ist meiner, dann wie wird's. immer. Kässpätzle haben sich hier hinten unten drunter so ein bisschen versteckt. Ein bisschen so Apfelsauerkraut haben wir hier. Bist du ein Sauerkraut-Fan? Ja. Ich gar nicht. Ne? Nee. Also mit Sauerkraut und Blaukraut, ich sag mal bei uns Ja. der Rotkohl, kannst du mich jagen. Auch Ne? geil. Oh, Wahnsinn. Ich muss noch mal meine geräucherte Gans mit der ist aber geil. essen können. Aber ich glaube, weißt du warum? Womit hast du den gemacht? Sag ich nicht. Der ist kein normaler Sauerkraut.
Nee, das ist unser Barbecue-Rub dran, den wir für die Ribs und Pulled Pork nehmen. Und Apfelsaft. Ja, das heißt, ich koche den immer wieder ein. Ich wollte gerade sagen, weil der schmeckt geil. Also das ist der erste Sauerkraut, wo ich sage, der schmeckt mir gerade richtig geil. Ja, guck. Also wirklich gut. Kann aber auch sein, weil ich sehe gerade, da sind die Käsespätzle. Und ich glaube, ich hatte gerade ein bisschen Sauerkraut mit Käsespätzle und das war krass. Darfst aber auch nicht mit anfangen, ne? Kein Scheiß. Probier ohne Witz, meine ich jetzt wirklich ernst. Probier mal ein bisschen Sauerkraut mit Käsespätzle. Habe ich vorhin noch nie gemacht. Ich auch nicht. Leute, es sieht so geil aus. Das ist das, was ich meine. Dass wir jetzt einfach mal hier wilde Kombination Barbecue, Sauerkraut, Käse. Das schmeckt geil. Boah, Ne? Alter. Das schmeckt so geil. Aber wenn du damit anfängst, dann Halleluja. weißt du gar nicht, wo du... Halleluja. Salat. Kartoffelsalat. Kartoffelsalat. Bayerisch auch. Senfdressing natürlich. Ah, Senfessig. ist nicht so meins, merken wir. Glaube ich, damit haben wir alles durchprobiert. Ne? Ja, Pommes halt noch, aber... Klar, Pommes, typisch Pommes, ne? Aber die kenne ich bei dir sowieso. Die Skinny Fries, wie ich Skinny oftmals sage. Fries, ja. Und damit würde ich sagen, ja, schauen wir mal, wie viel wir schaffen. Schauen wir los. Ja. Ja. Mal schauen, ob wir da 11, 12 Kilo schaffen. Aber auf jeden Fall eins ist gegeben, der Spaß, der Genuss. Ja. Und, ne, die Oktoberfest-Vibes. Ja. Ja, gehen wir rein da. Wahnsinn. Halleluja, Herr Kapitän, ey. Boah, hörst du das? Und wisst ihr, was geil ist, Leute? Ich, der normalerweise gar kein Bier oder ich sag mal jetzt hier alkoholfrei trinkt, muss dem Kölner eigentlich sagen, wie es läuft, weil der stoßt noch nicht mal mit mir an, sondern trinkt den Wir ersten haben doch gar Schluck nicht alleine. angestoßen. Nee. Ich dachte, das haben wir eben schon gemacht. Nee. Cheers, Prost, ihr mein Lieben. Lieber. Guck einfach in die Kamera. Boah. So, alkoholfrei ist natürlich meine lieben Weizen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen weiter, ne? Ich habe ja in der Sterneküche gelernt und damals war das so, du hattest dann eigentlich keine Zeit. Das heißt, dein Essen musstest du so in 5 Minuten über Mülleimer in dich reinschaufeln. Ich habe das im Bund gelernt, weil da ne, als letzter reingekommen, wenn aufsteht, ne, dann musst du wieder aufstehen und wenn du Pech hattest, keine Ja. Minute. Ne? Ah, die Käsespätzle sind geil. Wirklich, wirklich sehr, sehr lecker. Das ist ja auch immer noch, ich muss das ja auch immer noch lecker machen bei diesen brobdingnagischen Monstrositäten hier. Aber das ist ja die Kunst, deswegen feiere ich das ja. Ja. Und auch, dass man es, das ist ja was ich den Leuten ja auch, ich sag mal, gerade in Videos mal zeige, man kriegt es ja trotzdem hin, dass man sagt XXL und alles groß und trotzdem lecker. Ne? Ich muss dir sagen, das Hähnchen schmeckt super zart, genau wie die Haxe. Du hast noch eine spezielle Soße drüber gemacht, oder? Genau, also A, ist es immer wichtig, dass du beim Hähnchen vorher so unter die Haut gehst und hier Butter drunter machst. Ne? Ah. Das heißt, dass die ganze Butter, das Fett, zieht dann quasi nochmal in das Fleisch ein. Und dann habe ich schon eine Knoblauch-Paprika-Butter gemacht und damit immer wieder übergossen. Ne? Dadurch hast du halt hier, ja, Knoblauch ist ein bisschen verbrannt, aber wen stört es? Haut ist halt eh das Geilste. Die ist jetzt natürlich ich nicht muss mehr dir ganz sagen, so kross, ja, aber also selten so ein zartes Hähnchen hier. geil, ne? Brathähnchen, sorry. Ja. Siehst du, wie saftig das Ja, ist? das meine ich Und ja. das ist die Brust, ne? Da kannst du echt schon Saft rausdrücken. Wie oft ich das, ich sag mal, wenn du im Imbiss bist oder irgendwo ein halbes Hähnchen oder Brathändel die holst, ich sag mal, dann gerade das Weiße trocken ist, hier gar nicht, ne? Ja. Oh Leute, schaut mal hier die Haxe, ne? Oh. Und alles richtig schön heiß. Ja? Ah, die Haxe ist geil. Ja, ne? Ja, ich merke schon, wie ich anfange zu kämpfen. Ey. Ist aber auch, du hast ja auch nur fettige... Wird das Hähnchen vorher gekocht und dann gegrillt? Nein, ich habe das jetzt komplett im Ofen gemacht, weil wir hier aus Zeitgründen quasi morgens um 9 Uhr angefangen haben. Jetzt gleich hier auch, geht es hier weiter, ist das ausgebuchte All You Can Eat. Das heißt, da ist so ein bisschen die Möglichkeiten begrenzt gewesen und bei den ganzen vielen Sachen muss ich auch so ein bisschen schauen, dass das natürlich alles gleich und vernünftig wird. Das lief dann auf dem Ofen einfach besser. Ne? Ja. Ich hatte echt gedacht, ich könnte mehr. Ich hatte richtig Bock. Ne? Die Platte ist auch einfach zu groß. Ne? Ich brauche einfach immer zu viel Essen, um die voll zu kriegen. Ja? Sagt immer dann so vorher zu mir, ja, mach mal ein bisschen Beilagen. Ja, wenn ich hier so 200 Gramm Pommes drauf mache, sieht das halt aus, als hättest du das irgendwo in der Ecke geschmissen. Boah, Leute, ne? ich sag schon immer, mach nicht so viel, ne? Gerade vom Boden. Ist das fertig, das Huhn? Noch nicht, nee, noch nicht. Aber ich wollte mal hier jetzt ein bisschen Ja, Haxe. aber fast. Da ist ja Ja, noch auch das Innenfilet dran, da ist das Ding ja weg. Schaut mal hier, Leute. Krass, ne? Wie es einfach am Dampfen ist. Boah. Die ist ein bisschen, hat die noch Konsistenz, ne? Krass, ne? Ja, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Pulled Chicken hier draus, dann haben wir das schon mal weg. Man sieht zumindest so im inneren Auge so ein bisschen, Ja, mach doch. die Platte ist schon mal ein bisschen leerer, aber Ja, vor allen Dingen kannst du das geil mit den Soßen hier kombinieren. Mit dem Coleslaw, alles sehr saftig dadurch, ne? ja. Halleluja, Herr Kapitän, sage ich dazu. Ey. Guck mal, ich habe das Hähnchen gerade gezupft, da ist das einfach schon weg. Ja, also ich habe gar keine Chance, das zu essen. Wenn Dann nimm es dir, ich lass dir- Nee, ich ich will dachte- nicht mehr. ich dachte, du Nee, willst. Komm, ich freue mich ja. Ich
merke auch, ich esse gar nicht mehr. Ich glaube, ich muss mal echt das Handtuch werfen, weil sonst habe ich hier keinen Spaß mehr. Alles gut. Ja, wie sieht's bei dir aus? Du bist mir auch ist fertig, okay. ne? Ja, das habe ich befürchtet. Und wir essen noch ein bisschen weiter. Heute ist ja zum Glück, ich sag mal, was heißt zum Glück, war für mich kein Challenge-Faktor. Das heißt, wenn ich irgendwann gleich sage, ich esse nicht mehr, dann esse ich nicht mehr. Ja. Aber es schmeckt mir halt und ich lasse mir noch gut gehen, weil noch passt bei mir gut was rein. Ne? Vor allem, ich esse auch wirklich querbeet, das ist das Geile heute. Du so viele Geschmäcker hast. Ne? Also du kannst von hier nehmen, da nehmen, da nehmen, da nehmen. Wahnsinn, ne? Und es schmeckt wirklich alles gut. Ne? Also am besten hat mir wirklich, sage ich dir wirklich, deswegen habe ich schon fast, also habe ich es leer gegessen, das Hähnchen geschmeckt. Ja. War wirklich brutal. Die Haxe geil, wirklich die beiden Sachen, die haben jetzt so rausgestochen. Und wo ich wirklich fasziniert von bin, ist hier gerade diese Käsespätzle mit Sauerkraut. Ne? Das gehe ich auch immer da vorne ein bisschen rein, ne? Muss ich wirklich sagen. Ja, aber ich bin echt an der Grenze. Hui, Halleluja, Herr Kapitän. Ey. Vor allem, die Beilagen sind ja eigentlich ja auch so, ne? Bodendeckend. Aber du sagst, du bist raus? Päuschen würde ich erstmal machen, glaube ich. Ich ziehe mir das hier gerade mal ein bisschen aus. Ich kann auch eigentlich immer gut essen, ne? Aber das hier hat mich echt jetzt schon fertig gemacht. Das ist auch alles mächtig, ne? Ja. Ja, guck mal, Leberkäse, Haxen, Braten mit Buttersoße, Butter merk mit das auch. Käse, mit Spätzle, mit Krautsalat, mit Mayo, Currywurst. Das ist halt typisch Oktoberfestessen. Soll ich animieren zum viel trinken? Ganz wichtig, hier wird nichts weggeschmissen. Ne? Klar, wir kochen ja auch im Übermaß, es wird auch mal nicht aufgegessen. Klar, auch wird das erstmal kalt. Dass Ne? die Leute mal was mitnehmen. Ne? Nee, auch hier jetzt beim Videodreh erstmal. Ja, ne? ja, Dass die das Leute nicht sowieso. denken, das geht danach in die Tonne. Das wird ja an Familie, Freunde verteilt, die hier schon ne? drauf gucken. Ist natürlich auch cool. Machst am nächsten Tag noch was. Du kannst das auf ein Sandwich machen. Jedes Fleisch, was du eigentlich hast. Ne? Du kannst Chicken, wenn du es hast, Pulse, machst du mit einer schönen Käse-Sahnesoße, Pulled Chicken and Cheese. Oder das ist halt geil. Ne? Also wenn du jetzt irgendwo anders bist, so, das weiß ich nicht. Den Zander oder weiß ich was dann am nächsten Tag nochmal zu machen, ist halt nicht mehr so geil. Ja, wir haben es Ja, tatsächlich aber- letzte Woche beim Joscha auch gemacht, als noch ein bisschen was vom Wildschwein übrig geblieben ist. Der hat uns das doch sogar vakuumiert und dann kannst du dann nachher noch schön so in ein Batchpaper einpacken und so. Ne? Ja. Da passt ja super. Wir müssen mal schauen, wir müssen jetzt so in 10 Minütchen müssen wir anfangen. Ja. Weil dann geht's los hier gleich. Und dann sind die anderen Tische auch belegt. Und Ja, Leute, wir haben dann noch so knappe, wir machen dann jetzt, wie viel sind wir? 51. Ja, dann lass uns noch die Stunde voll machen. Ja, machen wir noch 9 Minütchen Machen wir noch und die dann- Stunde voll, Leute. Weil gleich ist, wie Raff hier schon sagt, all you can eat. Wir sind schon extra, deswegen sind wir heute nochmal, ich sag mal, eine Stunde früher als sonst gekommen, weil Raff sich extra die Zeit genommen hat, weil gleich ist ja halt ab 13:30 ne, all you can eat für alle. Und dann, wie du schon sagst, 6 Stunden lang, ne? Ich hier Tabula Rasa und dann Und immer ausgebucht. ausgebucht, ja. Nee, ich muss sagen, ich kann nicht mehr. Ne? Alles, was ich jetzt machen würde, wäre echt maßlos drüber. Jetzt als auch nur noch, weil es halt schmeckt, ne? Ich esse halt alles durch gerade. Ja, dann nimmst du den Rest wie immer mit nach Hause. So ne? sieht's aus, Der ne? Lenny, der Ist ja gleich noch und dann ist ne? gut Der hier. macht gleich noch ein bisschen von allem. Aber ist schon geil sowas, ne? Geil, wirklich. Muss ich sagen. Ein Traum. Ja. Aber ich habe mich gerade echt die letzten Minuten auf die Käsespätzle eingeschossen, ne? Ich weiß echt nicht, ne? Also ich muss das ja sagen, ich kann wirklich gut essen. Ne? Also wenn es um so weit geht, dann versage ich so früh. Das ist Schande. Und dabei war es so eine kleine Portion. Mal echt sagen. Damit haben wir die Stunde um und haben jetzt, sage ich mal, eine Stunde von der geilen Barbecue-Oktoberfestplatte gegessen. Ja. Und räumen jetzt das Feld für, ich sag mal, deine Gäste, die jetzt kommen, die Ja. wir dann jetzt auch weiter nicht mehr stören möchten. Deswegen haben wir uns jetzt die Stunde Deadline gesetzt. Hast leicht früh aufgegeben heute, ne? Früher sogar als du dachtest, ne? Ja, ich Ja. habe mich echt drauf gefreut, weil es halt alles Sachen sind, die ich liebe zu essen. Also generell deutsche Küche ist so. Ne? Boah. Aber ja, gut, ich meine, im Endeffekt ist ja auch echt viel weg, ne? Wenn du es mal so siehst. Ne? Die ganze Haxe ist weg, das ganze Hähnchen ist weg, 2/3 vom Schweinsbraten ist weg, über die Hälfte der Würstchen ist weg. Die Käsespätzle? 2/3, die Käsespätzle sind komplett weg, die Pommes sind teilweise weg, 4 von 6 Leberkäse-Dingern sind weg. Ne? Also es ist schon, ne? 2 Brezeln sind weg, es ist schon ordentlich gewesen. Die Ne? kann man auch ganz gut snacken noch, Ja. ne? Muss man schon sagen, mega, mega lecker gewesen. Und eigentlich genauso ein Spektakel, wie ich es mir gehofft hatte. Sehr schön. Also Barbecue, Oktoberfest-Style, hat perfekt gepasst. Also bei mir sind so 2, 3 Sachen, aber es ist ja auch alles Geschmackssache, wo ich sage, ist nicht so meins. Wie gesagt, Ja. ich bin einfach Kartoffelsalat-Fan, Weißwürstchen. 1, 2 sind für mich okay, dann wird es aber auch schon, wie gesagt, zu much. Aber boah, das Hähnchen, die Haxe, die Käsespätzle, also das war für mich Schön. so ein bisschen das Highlight. Ne? Deine, ich sag mal, Soßen sowieso mit der Bratwurst und den Pommes, die man sowieso immer essen kann. Ja. Also das war schon wirklich war ein geiles Highlight, ne? Muss man schon sagen. Ne? Danke dir. Jetzt danke ich dir, dass du dir jetzt zum Oktoberfest die Zeit genommen Klar. hast. Ich werde hier und da jetzt noch ein bisschen snacken, wenn wir auch ein bisschen abräumen und ich sag mal das Essen so langsam auch verteilen. Und dann definitiv machen wir noch im Gegensatz zu dir ein Dessert gönnen und dann einen schönen Abschluss bei dir. Aber ich sag mal, machen wir dir schon mal vielen, vielen lieben Dank für die geile Platte. Immer gerne. Ich komme gerne wieder. Wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal in die befürchte ich. Kommentare schreiben,
was ihr so für Idee habt, denn der Große will auch natürlich irgendwann, dass ich bei ihm mal, oder ich sag mal, eine Lifetime-Pass-Challenge angehe. Ja. Könnt ihr mal, vielleicht, wenn ihr habt eine Idee, eine spezielle Platte, ob wir da irgendwie mal was kreieren oder so, oder mal was ganz anderes. Also, weil da ein Stempel, der muss auf jeden Fall noch irgendwann sein. Und spätestens gleich sehen wir uns mit dem Dessert wieder. Ne? Machen wir das. Bei dir, Raff, sage ich erstmal vielen Dank. Immer ja. Bis zum nächsten Mal. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Schönes Wochenenddessert. Die Toffifee-Creme. Ne? Man sieht oben schön das eine Toffifee. Unten, ich bin gespannt, ob es Mascarpone Sahne ist. Wahrscheinlich oben so eine Milchschokolade. Vielleicht auch eine kleine Mousse. Das ist schön angerichtet, also auch das wechselt hier. Und das, ich sag mal jetzt nach 1 Stunde 15, die wir jetzt gefühlt gegessen haben mit Raff zusammen, nachdem er weg ist. Und ihr hört es auch im Hintergrund, ist es jetzt schon komplett, keine 15 Minuten her, wo die hier aufgemacht haben und das Ding ist schon komplett voll. Also hier ist kein Platz mehr frei gerade, sehe ich. Alles voll und das nach 15 Minuten geöffnet. Ne? Und das passiert heute 3-mal, weil er 3-mal Eukinit ist. Aber wir gehen jetzt rein in die Toffifee-Creme. Gehen wir mal schön zusammen rein. Und was ich immer sage, schön von unten nach oben. Probieren wir. Boah. Oh, ist das krass. Real Talk, ne? Ich habe schon viel bei Raff gegessen und ich glaube, er hat auch mal einen Lava Cake. Aber das ist, glaube ich, eines der bisher krassesten Sachen, die ich hier im Dessert gegessen habe. Auch Dessert allgemein. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal so ein Dessert mit dieser Toffifee-Variante probiert habe. Also das ist krass. Also das ist wirklich krass. Mit dieser Creme unten, dann ist diese Mousse wirklich hart. Boah. Also das Ding muss ich mir komplett auslöffeln. Ich bin jetzt schon traurig, dass es leer ist. Dessert soweit durch, noch eine Flasche Sprudel fast durch und auf jeden Fall ein geiles Oktoberfest-Special genossen mit Raff. Dann wird es auch für uns Zeit, so langsam hier den Tisch zu räumen, damit ihr auch hier essen könnt. Denn ich weiß, mittlerweile kommen von euch auch viele gerne hier hin. Es war eine geile zweite Oktoberfest-Folge, natürlich im Rahmen Big Viral Food Kitchen. Die nächsten 2 Formate kann ich euch wieder sagen, Kalorien-Challenge und Big M werden natürlich mit einer größeren Challenge verbunden sein. Deswegen gerne liken, abonnieren, teilen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder auf diesem Kanal bei Big M. Liebe Grüße von Raffs Barbecue mit einem geilen Oktoberfest-Spektakel. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.